ich bin krank. Ich sage, ich bin sehr, sehr krank. Oh nee, ich bin so krank, ich sterbe. So. Ich sterbe. So. Wie Bollywood-Film. Hallo, ich bin Kantom, ich bin 25 Jahre alt und wohne in Berlin. Ich arbeite bei einem feministischen Magazin und auch bei einer Menschenrechtsorga. Ich mache Social Media und rede da über die Themen Feminismus, Veganismus, Antirassismus, mentale Gesundheit und kulturelle Identität und mache auch Videos mit Mama. Mamas Videos sind bekannt. Ich bin Roxana, Mama von Kantom und ich wohne in Wiesbaden. Ich bin 56 Jahre alt. Ich arbeite im Telekommunikationsbereich. Ich komme aus Bangladesch und in Bangladesch habe ich eine sehr bekannte Schule als Englischlehrerin gearbeitet. Ich schreibe Gedichte. Ich habe schon 2 Bücher in meine Muttersprache geschrieben. Das ist nur ein Weg, da kann ich mein Herz öffnen und Gedichte hilft mir mit einer Verbundenheit. Beschreibe dich selbst in 3 Worten, Mama. Ich bin lustig. Ich bin sehr freundlich, ich bin sehr emotional. Ja, das ist eine gute Beschreibung. Ja, jetzt beschreibst du dich. Ich bin ungeduldig, ich bin auch freundlich, empathisch. Was sind 3 Dinge, die deinen Tag perfekt machen würden, wenn Geld keine Rolle spielen würde? Nicht früh morgen aufstehen, richtige Zeit, ich kann Arbeitsplatz sein. 2. meine Familie gut geht und 3. wollte ich von dir hören, weil meistens ich kann nicht 2-3 Tage dich erreichen und du rufst mich Mama. Deinen Tag perfekt machen, das sind ja so simple Dinge. Du willst, dass ich dann morgens ja. Aber warum morgens? Kann ich nicht abends? Nein. Du sollst mir eine Nachricht schicken und sagen, Mama, es geht gut. Das magst du nicht schon lange. Das finde ich total nicht gut. Mein Tag ist ein bisschen abhängig auch von dir. Dann weiß ich Bescheid. Wie beschreibst du deinen Tag schön zu machen? Dass ich morgens aufstehe und nicht ans Handy gehe. Deswegen ist das wieder schlecht mit dem Kontaktieren. Du kannst es Abend machen, das kann ich morgen gucken. Ich schreibe am Abend Guten Morgen. Also ich würde gerne meine Morgenroutine machen, das ist so Yoga und gut essen und ruhig in den Tag starten. Ja, dass ich mich nicht so chaotisch fühle im Kopf die ganze Zeit, sondern so ein bisschen klarer durch den Tag gehe. Und dann natürlich so Zeit verbringen mit Leuten, die ich toll finde oder liebe. Also so mit dir zum Beispiel. Und natürlich würde mein Tag auch perfekt sein, wenn ich dir dann schreibe. Oh mein Gott. Wie bringe ich dich zum Lachen? Zum Beispiel, heute war ich sehr traurig und in der Straße hat mir so gedrückt und überall schubst mich. Mama mag das. Weiter, jetzt lachen. Kantom ist immer beschäftigt. Kantom, du willst mir immer lachen sehen, ne? Das ist dein Liebling. Und du erzählst mir so komische Geschichten, das lache ich kaputt. Und wie bringe ich dich lachen? Ja, du erzählst immer Geschichten so übelst lang und dramatisch. Die bengalische Sprache ist so viel emotional. Ich bin krank. Ich sage, ich bin sehr, sehr krank. Und nee, ich bin so krank, ich sterbe. So. Ich sterbe. Wie Bollywood-Film. Du hast so zum Beispiel am Abend zuvor war dir übel und dann sagst du, ich habe gebrochen, bis ich gestorben bin. So, so übersetzt ist das. Und dann bist du so, du denkst dir das Schlimmste, aber eigentlich war nur so, ein bisschen Spucke ist rausgekommen oder so. Du kannst die Dinge gar nicht gut einschätzen. Man weiß gar nicht, was stimmt. Das kann alles sein. Hast du schon mal mit mir angegeben? Und wenn ja, wie? Du hast immer mit mir angegeben. Ja, ich muss ehrlich sein, Kantom, ich bin eine große Angeberin wegen dir. Ich gehe ins Telefon und ich stelle ganze Welt, was hat Kantom alles Beste gemacht. Manchmal das ist zu viel, dass alle Leute hassen mich. Ich hatte einen neuen Job und du hast 2 Stunden später auf Facebook gepostet, dass ich einen neuen Job habe und jeder wusste, alle deine Freunde wussten das, meine Freunde wussten es nicht mal. Und ich habe nicht mal selber irgendjemandem erzählt, du, aber alle deine Freunde. Ich habe nicht mal einen Vertrag unterschrieben und du hast schon gepostet. Ich habe so viele Mühe gegeben, dass immer wieder gewünscht, dass du solche gute Sachen machst und das hast du schon geschafft.
Das freut mich und ich bin überglücklich. Deswegen bin ich eine angeborene Reporter. Entschuldigung davor. Und was sagst du? Aber ich von dir angebe, ja. Was ich voll gerne erzähle, ist, du hast ja voll lange so Panik vor Wasser gehabt und Schwimmen und bist in irgendein Dorf in Deutschland gegangen mit Leuten, die so ein bisschen Angst vor Wasser haben und hast dort schwimmen gelernt. Die ersten Tage ging es dir auch voll schlecht und danach nach ein paar Tagen fandest du es richtig cool und jetzt gehst du irgendwie jede Woche schwimmen. Ja. Und ich finde das so cool. Würdest du etwas anders machen, wenn du nochmal von vorne beginnen könntest als Mutter? Erst einmal wollte ich viel geduldig sein und du hast mir immer wieder gesagt, ich habe in der Schulzeit habe ich nicht viele Sachen mit dir gemacht. Ich habe nur gearbeitet und Ja, aber das waren ja die Umstände. das wollte ich alles richtig machen. Gestern Abend, du hast gesagt, Mama, du hast nicht mehr gefragt, wie ich gehe oder was habe ich gemacht. Eigentlich, das ich mache in andere Art. Wie du willst, ich mag das nicht. Deine Love Language ist so, du machst Essen und du bist dann halt da und erzählst von dir und Ich kuschel eine Stunde kuscheln lang. und so. Ja. Und ich finde zum Beispiel auch wichtig, dass man so fragt, wie läuft es bei dir und so. Welche Dinge habe ich dir mitgegeben, das willst du in Zukunft das erhalten bei dir? Ehrlichkeit, du hast ja auch so feministische Grundwerte, die du mir mitgegeben hast, die ich noch intensiver jetzt habe. Und wenn Situationen super schlimm sind, dass man auch mit ganz viel Stärke alle Sachen schaffen kann, so wie du es auch geschafft hast. Ich habe immer gesagt, ich will dich stark sehen. Ja. Sehr viele stark sogar. Ja. Keine Angst. Immer weitermachen, alles machen. Wie findest du das, dass ich dich stark sehen will? Also in Bezug auf das Thema Weinen finde ich halt so, weil du ja viel weinst, aber weine ich halt nicht so gerne vor dir und wirke dadurch natürlich stärker. Aber das bedeutet nicht, dass ich auch nicht manchmal schwach bin. Aber ich zeige das halt nicht so gerne, weil du halt eher diese Position hast. Die Emotionen sind halt dann eher so für dich da und dann bin ich die Person, die aufmuntert und so und dann nicht so den Raum bekommt, schwach zu sein. Aber ich würde sagen, so an sich finde ich ja das gut, dass du willst, dass ich stark bin. Um stark zu sein, muss man auch manchmal schwach sein. Weißt du, was ich meine mit Raum nehmen und geben? Also in unserem Fall meine ich, dass du ja sehr viel so erzählst von dir und dann wie dein Tag war und dann du hast Emotionen, du bist sauer oder bist traurig und das ist ja auch das, was ich dann manchmal sage. Manchmal wünsche ich mir, dass du halt mir mehr Raum gibst. Aber du hast eine sehr harte Worte gesagt. Ich bin nicht deine Therapeutin, hast du mir gesagt. Ja, aber ich gesagt. Und wieso hast du das gesagt? Du hast Ja, weil ich Mama, schon so fühle. Nein, ich war gestern richtig traurig. Traurig Ja, I'm ohne sorry. Ende. Was hast du dir für mich erhofft, als ich noch ein Baby war? Du brauchst einen gesunden Ort. Da kannst du alles machen, was du willst, ohne Angst zu leben. Deswegen habe ich dein Leben gerettet. Ich habe allein gelebt mit dir. Und meine Wünsche war, du bist eine glückliche Baby. Was du willst, alles kannst du haben. Ob ich leisten oder nicht, das ist nicht nur Geld, alles. Liebe, alles schön machen, alles spielen, alles lernen. Ich wollte dir Schwimmen beibringen. Ich wollte, wenn du groß bist, ich konnte nicht schwimmen oder welches Spielzeug habe ich nie gespielt. Ich wollte für dich das kaufen. Ich wollte dir eine schöne Kindheit geben. Was erhoffst du dir jetzt für mich? Ich wollte, dass du sehr erfolgreich bist und das magst du alles, wie du magst, diese für die ganze Gesellschaft. Und ich bin sehr, sehr glücklich, dass du für die Menschen magst. Du bist eine Menschenperson geworden. Spürst du Druck für meine Erwartungen an dich? Ja, du hast ja schon viele. Hast du einen Freund? Also, Ja, das zum Beispiel, dieses Thema finde ich total nervig. wieso ist das? Na, Ja, weil du immer so sagst, ja, wenn du dann heiratest und dann werden wir diesen Goldschmuck tragen und dieses Kleid. Nein, das habe ich nicht. Das hast du jetzt vor 3 Monaten aufgehört oder so, weil ich das jetzt 10-mal gesagt habe, dass du das bitte nicht mehr machen sollst. Ich wollte eine traditionelle Hochzeit, beide Ja, Seiten. aber diese Erwartungshaltung mag ich nicht. Okay. Wie viel von mir steckt in dir? Herzlichkeit und freundlich sein, positive Ausstrahlung, Ungeduld,
auch schnell so sauer werden und so, aber auch so dieses feministische, Ich bin nicht so harte Feminist wie du. du bist in ganz anderen Strukturen aufgewachsen und musst natürlich andere Dinge machen, Wo bist du nur du selbst? dass ich meine Emotionen ein bisschen besser in Kontrolle habe. Ich glaube auch manchmal bin ich ein bisschen reflektierter auf bestimmte Verhaltensweisen, aber ich glaube, das ist halt auch so ein bisschen Generationsding, weil man sich halt hier in unserer Generation auch so mit Therapie und sowas auseinandersetzt und auch vielleicht Therapie macht und so. Wie glaubst du, wärst du, wenn du meine Chancen gehabt hättest? Ich werde sehr starke Frau. Ich nehme alle Chancen in Deutschland. Was habe ich nicht zu Hause bekommen? Ich wollte auch ein freier Mensch leben. Ich wollte viel zu viel reisen, wie du magst. Und ich wollte ein gutes Studium, gleich wie du. Wie war es für dich, alleinerziehende Mama zu sein? Ja, die alleinerziehende Mutter zu sein, ist eine Challenge für mich. Mit dir wunderbare Leute kennengelernt. Da habe ich liebevolle Nachbarin kennengelernt. Helga ist so wie meine deutsche Oma. Helga ist früh morgen gekommen Ja. und nee, von der geschlafen und ich bin arbeiten gegangen. Ja, Ne? ja. Ich wollte ins Fitnessstudio gehen, aber ich konnte nicht, weil du lasse ich in diese Uhrzeit. Ja, aber wie war es dann so für dich jetzt? Manchmal ist das, ich muss aber viel weinen im Nacht, aber tagsüber war gut. Tagsüber war beschäftigt mit dir. Aber war schön. Mama, was ist dein Go-To-Dance-Move? Frag du uns. Du möchtest auch deiner Mama die Fragen stellen, die du dich nie getraut hast zu stellen? Dann lad dir jetzt kostenlos unsere Fragen runter. Den Link findest du in der Beschreibung. Stell halt die Fragen, ja, ich weiß, es ist manchmal schwierig, aber mach halt einfach. Ja.